Ihr seht, die Queenie, die steht schon wieder bereit. Es geht nämlich auf eine kleine Tour. Solo, also das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ganz alleine loszufahren, mit nur wenig Gepäck und auch nur für eine kurze Zeit, also ich weiß gar nicht, für 1 oder 2 Nächte. Ich habe das Zelt hinten in der Tasche und ja, werde mich jetzt mal auf den Weg machen. 200 Kilometer liegen vor mir Richtung Niedersachsen, also ich befinde mich hier gerade im Münsterland. Nahe Göttingen, da gibt es einen ganz schönen Naturcampingplatz an so einem Bergsee und da werde ich heute Nacht mal mein Zelt aufschlagen. Okay. Alter. Worst case, ey, fuck. So, ich habe die Gute jetzt hier eine Stunde laufen lassen und hoffe mal, dass das jetzt hier funktioniert, wenn ich sie wieder abmache. Ey, 2,17 €, ey. Gestartet aus dem Münsterland ging es über Gräben und Ostbevern. Jetzt sind wir hier gerade in Warendorf und es liegt noch ein bisschen was vor mir. Ich wäre eigentlich auch früher gestartet, wenn nicht dieser Fail beim Losfahren passiert wäre. Nun ja, so alte Motorräder, die sorgen immer mal für eine Überraschung, aber das lehrt mich auf jeden Fall gelassener zu sein, weil eben nicht davon ausgegangen werden kann, dass immer alles klappt. Und das ist vielleicht auch irgendwie ganz förderlich für so eine insgesamte Lebenseinstellung, oder? Es ist ungewohnt, nicht mehr zu sehen, welchen Gang ich drin habe, weil die RD07 hat einfach keine Ganganzeige. Natürlich nicht. Stattdessen hat sie hier den Tripmaster vorne. Aber auch der ist nicht mehr das, was er mal war. Da ist irgendwie mit dem falschen Mittel geputzt worden. Wer könnte das gewesen sein? Yeah. Aber man erkennt, wenn man möchte, auf jeden Fall noch, wie viele Kilometer ein Trip beträgt, sodass ich dann anhand dessen die Reichweite ableiten kann. Jo, kleiner Planwechsel. Dadurch, dass ich später losgefahren bin, wäre ich jetzt auch viel später am Campingplatz angekommen. Und das ist irgendwie so schade, weil ich glaube, das ist ein richtig schöner Campingplatz und da kann man halt auch um den See herum wandern gehen und so. Und ich bin mir jetzt so ein bisschen unsicher mit Queenie, weil sie so schlecht angesprungen ist, sodass ich jetzt nicht ganz so weit wegfahren will. So habe ich die Distanz verkürzt und mir einen näheren Campingplatz gesucht, sodass ich heute noch ein bisschen mehr Genusszeit, sage ich mal, mit Zelt aufbauen und in der Sonne sitzen habe. Genau, ich hoffe, der Campingplatz hat jetzt was frei. Es ist super spontan. Wir fahren jetzt hier quasi ein Stück wieder zurück, Greffen und ja, schauen mal, was das noch so gibt. Das ist das Schöne, wenn man so solo unterwegs ist. Es gibt einfach niemanden, der dich davon abhält, eine Entscheidung zu treffen, außer du selbst. Und wenn du irgendwie Bock hast, was anderes zu machen, als geplant war, dann machst du das einfach. Es gibt einfach keine Kompromisse, weil du machst einfach halt dein Ding. Viele Fahrräder, okay. Ja, 1. Mai, Leute, ne? Heute ist 1. Mai. Oh, ich hoffe so, dass sie hier ein ruhiges Plätzchen haben und überhaupt noch was frei und überhaupt offen. Ach, man weiß es nie. Ja, Leute, wir sind angekommen. Ich habe dann doch noch einen netten Campingplatz gefunden. Es war nicht der erste, aber der zweite. Und jetzt halt Zelt aufbauen. Als allererstes möchte ich mal raus aus den Motorradschuhen und rein in die Sneaker. Oh mein Gott, ist das schön. Herrlich. Der
merkt man halt, dass das Zelt schon ein bisschen was älter ist. Diese Gummis, die sind halt schon richtig ausgelatscht. Das ist ultra trocken, das ist kein Gummi mehr, das ist einfach nur noch ein Band. Das Zelt ist von 2020, also 6 Jahre alt. Nicht Zelt ewig, ne? Auch nicht eine Queenie und auch nicht ein Zelt, auch wenn ich es mir manchmal wünschen würde. Ey, das kann doch nicht angehen. Tja. Das Schöne ist bei dem Zelt, es steht halt von komplett alleine. Man sieht halt leider an einigen Stellen, dass da schon so ein bisschen der Stoff kaputt trifft, quasi die eine Stange auf die andere und dann, ja, ich glaube, das geht irgendwann, wird das leider kaputt gehen. Ja, ist halt voll traurig, aber ich habe das Zelt auch sehr viel benutzt. Ich hatte es ja mit im Balkan auf der Solo-Tour 2022. Ja, da habe ich es halt lange Zeit auch in der Sonne am Meer und so stehen gehabt, von daher normal. Dann wollen wir mal einräumen. Als erstes diese Isomatte. Keine Ahnung, ich kenne diese Marke nicht. Aber ganz cool, die haben mir 10% Rabatt gegeben. Nicht, damit ich hier das im Video erzähle, sondern einfach, wenn man als Neukunde da bestellt. Und ich möchte jetzt keine Werbung machen, weil ich habe die selber bezahlt. Und das ist auch einfach ein Test für mich, weil ich habe überlegt, ich brauche für dieses Jahr nochmal eine neue, eine etwas dickere. Und ich hatte ja mal die Thermarest. Die war an sich auch cool, nur die ist halt irgendwann kaputt gegangen. Die sind einfach von innen, ist die so aufgeploppt. So ein Plastik irgendwas drin, so eine Selbstaufblasen ist das. Die ist eigentlich richtig geil, weil die 7,5 cm dick ist und auch so eine ganz angenehme Haptik auf der Oberfläche hat. Aber sie ist zum einen teuer. Ja, ich sag mal, für eine gute Isomatte kann man auch mal 120 € bezahlen. So viel kostet die ungefähr. In der kleinen Größe. Diese hat jetzt um die 80 gekostet und die hat halt ein mega Packmaß, weil das Packmaß bei diesen Selbstaufblasenden ist natürlich nicht so geil. Bei der hier richtig hammer gut. Die ist allerdings nicht selbst aufblasend, aber die hat so einen Blasebalg dabei. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Also es ist auf jeden Fall eine 4-Jahreszeiten-Isomatte, weil die auch so eine 2 Lagen, wie heißt es denn nochmal hier, diese silberne Folie, so halt zur Isolation hat. So, das Stück hier verbinde ich jetzt mit dem Stück hier. Hier quasi die Luft rein. Und dann macht man sie halt klein. Als zweites Mal. So, nach 8 Mal Sack entleeren ist dann die Matte auch voll. Die ist von der Haptik her total glatt. Deswegen habe ich zu Hause schon mal getestet, was ich da machen kann und hatte eine sehr gute Idee, wie ich finde. Dieses ist normalerweise ein Schlafsack-Inlet und das nehme ich einfach und spanne das wie so ein Spannbetttuch über die Luftmatratze. Sehr schön, oder? So, das hier machen wir auch noch mal schön hier. Ah ja, und das Kopfkissen. Ich bin früher immer ohne Kopfkissen gefahren, aber ich muss sagen, das ist schon geiler. Ich habe halt sonst immer solche Sachen hier in irgendwas reingetan und das dann als Kissen genutzt. Jetzt kann man das hier noch so zum integrierten kleinen Pump-Ding. Bisschen Premium-Luft noch machen. Der letzte Schliff. Oh, toller Platz. Jetzt? Perfekt. Einer guten Nacht steht nichts im Wege, glaube ich. Dann habe ich hier noch was zum Lesen und Malen, Kulturbeutel. Und das war's. Diesmal war es mir halt voll wichtig, dass ich nur eine einzige Tasche dabei habe. Und der Rucksack ist halt noch dabei. Da habe ich ein bisschen was zu essen und zu trinken dabei. Apropos trinken, wo ist mein Bier? Ja, und das ist mir doch ganz gut gelungen. Leute, guckt euch meine Knie an. Diese Motorradhose. Tut auf jeden Fall weh, wenn man drauf kniet. Also ziehe ich mir jetzt eine Jogginghose an.
So, als allererstes jetzt mal hier schönen Kaffee am Morgen. Das muss sein. Im Bad, um mich irgendwie fertig zu machen, war ich noch nicht. Also müsste jetzt mit diesem Gesicht leben. So schön irgendwie aufzustehen und morgens erstmal zu lesen und dabei dann die ganze Zeit hier diese Naturgeräusche zu haben. Das ist einfach das Allerbeste, was es gibt an einem freien Tag und überhaupt, um abzuschalten. Und ich glaube, das ist einfach so gesund. Das ist so gesund für die Seele, für den Körper, diese ganze frische Luft. Ja, was soll ich sagen? Die Matte ist leider irgendwie heute Nacht so ein bisschen dünner geworden. Die hat normalerweise eine Dicke von 6 Zentimetern. Ich glaube, zwischendurch war mein Hintern komplett auf dem Boden. Die hat Luft verloren. Und deswegen jetzt reklamieren oder doch nochmal versuchen. Was würdet ihr machen? Frau Spinne ist auch schon wach. Die salzt sich hier hoffentlich nicht gleich über mein Frühstück ab. Heute gibt es Käsebrötchen von gestern, Cappuccino, Müsli-Riegel mit Apfel. Das habe ich jetzt alles schon dabei gehabt. Also ich denke, das wird ein relativ günstiger Trip. Ich habe für 30 € ungefähr getankt. Also die Maschine war ziemlich leer, als ich losgefahren bin. Dann hat der Platz jetzt hier für die Nacht 15 € gekostet. Und ich habe mir gestern noch 2 Bier gekauft. Die haben zusammen auch ungefähr 4 € gekostet. Also jetzt mal so grob überschlagen, mit ungefähr 50 € bist du dabei für einfach 2 Tage richtig schön mal rauskommen. Das kann sich jeder leisten, oder? Also das, ich meine, klar, das ganze Equipment sollte man halt einfach auch besitzen, aber das geht auch geht's mit weniger. Aber es gibt's ja auch alles günstig. Also ich kriege oft genug zu lesen unter den Kommentaren, so viel Geld für ein Zelt würde ich niemals ausgeben, als wir damals das Expert vorgestellt haben. Muss man nicht. Nein, geht alles auch in der günstigen Version. Bestimmt. Wie lange das dann hält und wie gemütlich das ist und so, das muss ja jeder selber wissen, ne? Wofür er sein Geld ausgibt. Dem einen oder anderen Kaffeetrinker wird wahrscheinlich jetzt hier gerade total schlecht, weil er sagt, so, das geht gar nicht. Hier so Instant Cappuccino und Kaffee. Aber ich trinke normalerweise meinen Kaffee immer mit Milch, aber ich habe jetzt keine Milch dabei. Und ich finde, dann ist so ein Cappuccino-Pulver eigentlich so das, was gut geht. Ab und zu kann man sich auch das mal gönnen, finde ich. Ich habe übrigens die Nupakadi-Socken an, hier von Eugen, die er mir auf dem X-Ride geschenkt hat. Mit dem russischen Wolf. Bequemste Socken ever. Grüße gehen raus an Eugen. Und die Entenfamilie ist auch schon wach. Die machen da gerade ein ausgiebiges Morgenbad. Ja, schön, ne? Also was heißt Familie? Das sind einfach 3. Vielleicht schwule Freunde, man weiß es nicht. Vielleicht sind auch Enten da so frei in der Partnerwahl. Ich würde es ihnen wünschen, auf jeden Fall. Und noch so ein Riesenvorteil vom Solo unterwegs sein ist der Platz, den man hat. Ich meine, dieses Zelt habe ich gekauft, um damit alleine zu reisen, aber wir waren damit natürlich auch zu zweit unterwegs und dann sind die einfach 2 Isomatten nebeneinander. Es ist so eng. Das ist alleine einfach perfekt. Ich habe mir gerade schön die Zähne geputzt. Da fühlt man sich ja immer auch viel besser eingecremt und alles bei dem Wetter. Auf jeden Fall Sonnencreme ist ganz wichtig. Für mehr habe ich gerade keine Lust. Und da wollte ich einmal kurz ein Statement zu abgeben, weil ich das unter meinen Videos auch des Öfteren jetzt schon gelesen habe. So von wegen, wenn ich geschminkt bin, weniger ist mehr und so. Ich finde, dass jeder so rumlaufen sollte, wie er das meint. So, mit Schminke, ohne Schminke, tätowiert, nicht tätowiert. So what? Und ich kann euch dazu zu den Tattoos mal sagen, im Real Life hat mir bisher nicht ein einziger Mensch, der nicht meine Familie war. Meine Familie ist ja anders. Die ist sehr ehrlich und sehr direkt und die sagen, was sie denken. Auch wenn es negativ ist. Aber sonst so fremde Personen haben mir noch nie irgendwas Negatives zu meinen Tattoos gesagt, ja. Das lese ich, wenn dann in den Kommentaren, weil natürlich da die Leute auch nicht ihr Gesicht zeigen müssen. So von wegen, boah, nee, so muss man so aussehen und keine Ahnung. Ja, ich muss so aussehen. Ich habe da Bock drauf, Leute. Mir gefällt das. Und wem das nicht gefällt, ist mir scheißegal. Der soll weggucken. So, fertig. Das dazu. Ich räume jetzt hier ein. Der Schlafsack ist auch noch relativ neu, ne? Nordisk minus 20 Grad Schlafsack, also sehr geil warm. Ich liebe das. Und ich finde es halt auch ziemlich gut, dass das kein Daunenschlafsack ist. Manchmal ist er selbst mir zu warm und ich bin echt eine Frostbeule. Aber lieber ist mir zu warm, ich mache den auf und nutze den als Decke, als dass ich friere oder
Ja, dieses Down-Ding, ich kann das irgendwie nicht so gut haben. Von der Machart her. Ja, das ist hier auf jeden Fall ein Gerät. Kann ich euch sagen. Aber man kann ihn dann im Nachhinein noch ein bisschen komprimieren. Dafür, dass man halt so einen mega Schlafsack hat, sieht das doch gut aus, oder? Ja, richtig zu war die Matte auf jeden Fall, aber keine Ahnung. Loch drin ist? Nee, kann eigentlich nicht sein. Seht ihr, da könnt ihr diese Alufolie sehen, die da drin ist. Den finde ich auch sehr praktisch. Einfach nur so abziehen. Ja, da muss man halt spezielle Gasflaschen für haben, hier von Campinggas. Es gibt das Ganze auch mit so einem Aufsatz, den man da so drauf schraubt. Hier finde ich allerdings, hast du halt viel, viel weniger Platz, der so dauerhaft vereinnahmt wird, weil du nur diesen kleinen Aufsatz hast. Das Ganze passt dann auch perfekt in den Topf rein. Ist hier oben drauf gelegt, zugemacht. Zack, meine kleine Küche. Und bei dieser Tour auch dabei, aufgrund des misslungenen Startes, diesen Batterietrainer, oder was sagt ihr dazu? Battery Charger ist das, also für mich ein Batterieladegerät. Wie nennt ihr das Ding? Schreibt mal in die Kommentare. Ah, die Queenie steht da. Mir kraut's ein bisschen davor, die gleich zu starten. Ich habe Angst, dass ich das Gleiche wie gestern erlebe beim ersten Versuch des Starts. Ein Déjà-vu. So, da haben wir hier die große Rack Pack. 90 Liter Tasche. Da kommt zuallererst mal das größte Teil rein. Der Schlafsack, Kleidung, die Isomatte, Kulturbeutel. So, ich hatte eigentlich noch einen Stuhl dabei. Habe ich gar nicht benutzt. Ja, okay. Hier das Essenszeug. Ich hatte noch 2 Handschuhe dabei, falls es kalt werden würde. Jo, sieht doch gut aus. Passt doch alles. So, dann wollen wir mal das Beste hoffen, dass er anspringt. Flasche nehmen wir noch mit von gestern. Fuck. Shit. Der Choke ist gezogen, das Licht ist aus, hier das Ding ist auch aus, nichts ist am Strom. Was ist dein Problem, Queenie? Deine Batterie war gestern voll, du bist einfach 3 Stunden am Stück gelaufen. So, tell me why. Komm, Queenie, noch einmal. Gleich ist deine Batterie leer, dann muss ich dich zur Rezeption schieben und kann warten, bis deine Batterie voll ist. In der Hoffnung, dass sie da was haben zum Laden. Steckdosentechnisch. Komm schon. Ach, Mann. Ich kann noch mal versuchen hier mit dem Hahn hier. So vielleicht. Vielleicht ist das besser. Den habe ich aber immer so gelassen, wie er ist, ne? Also von daher kann es daran nicht liegen eigentlich. Nein, das war's. Vorbei. Aus die Maus. Ach, Queenie, du Socke, ey. Jetzt muss ich dich schieben. Die Rezeption ist zum Glück nicht so weit. Toll, dass wir Samstag haben. Es ist ja Zeit. Gut, dass ich nicht so weit weggefahren bin. Hi! Nee, habt ihr zufällig eine Steckdose, dass ich da die Batterie laden kann? Ladegerät habe ich. Warte, ich pack mal hin. Oh, mega. Ah, super, danke. Meine geht erst am 12. habe ich erst einen Termin für Werkstatt und die brauchen Ja. Vollservice und Was hast du für eine? letztes Jahr kam ich nicht zum Fahren. KTM 950 Adventure. Oh, cool. Okay. Ja. Damit kannst du ja auch ordentlich was reißen, ne? Ja, ja. So, was haben wir jetzt hier? 3 Balken sind am Leuchten. Cool, dass sie das hier direkt am Campingplatz auch haben. Eine Möglichkeit zum Laden, ey. Auch nicht selbstverständlich, ne? Zum Glück habe ich ein Buch dabei. Ich lese jetzt noch ein bisschen. Oder? Ach, ich weiß auch nicht. Ich beantworte Kommentare. Stufe 4 ist da. Ich kann es nochmal probieren. Ich will jetzt hier nicht noch länger warten.
euch fürs Laden, ne? Thema. Ja. Gute Fahrt weiter, ne? Ja, danke. Mach schöne Videos. Mach ich. Schönen Tag euch, ne? Ciao. Wenn ich fahre, hat die Batterie gerade eine Spannung von 13 Volt, 13,1, irgendwie sowas. Gestern lag die bei 13,7 bis 13,8. Normalerweise wäre perfekt so 14,1. Ja gut, aber sie ist jetzt auf jeden Fall schon leerer als gestern und dementsprechend, ich denke, ich brauche eine neue Batterie. So, befinden wir uns hier zum Abschluss der Tour wieder im wunderschönen Münster. Also wunderschön ist diese Ecke hier am Kaiser-Wilhelm-Ring vielleicht nicht unbedingt. Also es gibt schöne Ecken in Münster. Zum Feiern gehen empfehle ich immer sehr den Haferkamp. Ich bin ja ein Kind der Sputnikhalle. Das ist da, wo ich echt so mal die meiste Zeit, glaube ich, war, als ich so 18 war. Es war eine kurze, knackige Tour, Leute, für rund 50 €, 2 Tage. Ja, Fahrspaß schon, also jetzt nicht aufgrund der Streckenverhältnisse, aber aufgrund des Motorrads. Und ich sage euch, diese Freude, die ich empfinde, wenn das Motorrad dann anspringt, nach einer halben Stunde laden und vorher nicht anspringen, ist unfassbar groß. Und das habe ich bei einer neuen halt nicht, weil sie immer sofort anspringt. Und klar, ja, so im Alltag stört das natürlich, aber an so einem Tag wie heute, wo halt auch Zeit da ist, ist es okay. Oh, ich blinke noch. Von daher, ey, ich bin richtig happy mit der Tour und hoffe euch damit auch wieder ein Stück weit Inspiration und auch Mut zu machen, dass ihr euch auch bald mal wieder auf euer Motorrad setzt und einfach mal losfahrt. Auch alleine oder mit Freunden. Ich finde, die Mischung macht's. In Gesellschaft ist es auch total schön. Und gleichzeitig darf aber auch das Alleine-Sein nicht zu kurz kommen, weil das erdet einfach sehr und das zentriert, das bringt in die Mitte und lässt auch nochmal das Leben reflektieren. Und vielleicht fallen einem so ein paar Sachen ein, die man in seinem Leben vielleicht noch anders machen möchte, um mehr im Frieden mit sich und seinen Mitmenschen zu sein und damit dann auch irgendwie ein besserer Mensch. Ja, genau, denn darum geht es ja irgendwie, dass wir auch alle die Welt zu einem besseren Ort machen. Und wenn das geschieht mit so Touren wie heute, dann macht das einfach auch sogar noch richtig viel Spaß. Jo, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich darauf. Kleiner Spoiler, ich glaube, es geht dann sogar nach England. Liegt nämlich ein langes Wochenende vor uns und Julian und ich werden das mal wieder nutzen. Yes! Und wir haben uns gedacht, England ist perfekt für ein langes Wochenende mit 4 Tage frei am Stück. 4 oder 5? Ja, ihr werdet sehen. Bis denne. Tschö mit Ö.